بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد we continue inshallah عز وجل with our second lesson with the important lessons in the German language. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Im Namen Allahs, alles Lob gebührt Allah, der Friede und Segen sei auf den edelsten aller Propheten und Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf seiner Familie und auf all seinen Gefährten. Wir bedanken uns an unseren Ustad Abdulaziz al-Haqqan, möge Allah ihn bewahren und ihn für seine Anstrengungen belohnen und fahren nun fort mit der zweiten Lektion, inshallah. So start reading, Akhi, from the testimony that Muhammad is the messenger of Allah. نعم. Ahsanallahu ilaykum. Dabei die Bedingungen wurden in den beiden folgenden Versen zusammengefasst. Oh, that's the conditions. Yeah. Dabei muss man bekennen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter ist. Dieses Bekenntnis erfordert, dass man an das glaubt, was er mitgeteilt hat, das zu vollbringen. Na'am. So, as Al-Imam said, we must believe in what he said. Genauso wie der Imam sagte, wir müssen glauben an was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist tot. We cannot go to him and ask him. However, we have the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir können nicht zu ihm gehen und ihn fragen. Allerdings haben wir die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. And the sunnah is preserved, just like the Quran is preserved. Und die Sunna wurde präserviert, genauso wie der Koran präserviert wurde. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. The meaning of which Allah subhanahu wa ta'ala said, the meaning of which, obey Allah and obey the messenger. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gehorche Allah und gehorche den Propheten sallallahu alaihi wasallam. No, Allah subhanahu wa ta'ala did not say that. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. What you have just said is a translation. So you say the meaning of which or the translation of which? Na. Die Bedeutung der Übersetzung von was Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, ist, dass man Allah gehorchen sollte und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen sollte. And this is a benefit for Akhi Val, that when we are translating, we do not say Allah said and we speak in English or we speak in German or we speak in other languages. Because Allah said in Arabic. This is only a translation of the meaning. Na'am. No. Assalamu alaikum. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir etwas vom Koran übersetzen, dann sagen wir nicht auf Deutsch, dass das ist, was Allah gesagt hat, sondern wir sagen, dass das eine Bedeutung ist von der Übersetzung. Ahsant. Na'am. And meaning Allah subhanahu wa ta'ala has affirmed obedience to him subhanahu wa ta'ala. Was heißen soll, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gehorchen zu ihm bestätigt hat. And obedience to the messenger sallallahu alaihi wasallam. Und das Gehorchen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala has affirmed two obediences. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Gehorsamkeiten bestätigt. One for him subhanahu wa ta'ala, which is the Quran, because it's the word of Allah. Eines für ihn subhanahu wa ta'ala, was der Koran ist. And the second one is for the messenger sallallahu alaihi wasallam. Und das zweite ist für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. And the messenger sallallahu alaihi wasallam is dead. It's impossible to go and ask him. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist tot. Es ist unmöglich, ihn
zu fragen. But his sunnah survives, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to obey the messenger. Meaning after his death, the sunnah. Aber die Sunna ist am Leben und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen, der Sunna zu befolgen, weil sie am Leben ist. Allah, who knows everything, has told us to obey the messenger. Allah, der alles weiß, hat uns befohlen, den Propheten zu befolgen. And if the sunnah was not preserved, then Allah subhanahu wa ta'ala would have commanded us to do something which is impossible. Und wäre die Sunna nicht präserviert worden, dann hätte uns Allah subhanahu wa ta'ala zu dem befohlen, was unmöglich ist. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala does not burden a soul with that which it is not capable of. die Bedeutung, also die Übersetzung der Bedeutung davon ist, dass Allah keine Seele mit mehr لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala does not burden a soul with that which it cannot carry out, yani which is impossible for it. No. Allah subhanahu wa ta'ala belastet die Seele nicht mehr, als sie belastet werden kann. So because Allah subhanahu wa ta'ala knows that the sunnah is going to be preserved, he commanded us to obey the messenger. Sallallahu alaihi wasallam. Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass die Sunna präserviert werden wird, hat er uns damit befohlen, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Therefore, what the Shaykh Ibn Baz will say now will make sense. Therefore, we will understand what the Shaykh Ibn Baz rahimahullah ta'ala will say now after knowing this. Deswegen werden wir jetzt verstehen, was der Sheikh Ibn Baz, möge Allah gnädig auf ihn sein, sagt, weil wir jetzt wissen, dass die Sunna präserviert wurde. Na'am, continue. No. I will start with the last sentence. Dieses Bekenntnis erfordert, dass man an das glaubt, was er mitgeteilt hatte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das zu vollbringen, was er geboten hat, das zu vermeiden, was er verboten hat oder missbilligt hat, und dass man schließlich auch Allah so anbetet, wie der Prophet es als legitim hielt. Aywa, na'am. So now we understand. Allah commanded us to obey the messenger. Also jetzt verstehen wir, dass Allah uns kommandiert hat, den Propheten zu gehorchen. In what he commanded. And if we did not have the sunnah, how would we know? Well, if the sunnah is not preserved, how would we know? What did he command? Und wenn die Sunna nicht präserviert wurde, wie würden wir wissen, was er kommandiert hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam? And to stay away from what he has forbidden. Und von dem wegzubleiben, von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat. طيب. If we worship Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, in a way that is not in the Quran and not in the Sunnah, what is that called? in einem Weg, was nicht im Koran gefunden wird oder auch in der Sunna, wie wird das genannt? Bid'ah, innovation within religion. Bid'ah, also Innovation innerhalb der Religion, also innerhalb des Islams. Any act of worship that we are taught not by the Messenger sallallahu alaihi wasallam is a bid'ah. Jegliche Art von jegliche gottesdienstliche Tat oder Anbetung, die nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelehrt wurde, ist eine Innovation. Because our minds are not the source of revelation.
weil unsere Meinungen und unsere Gedanken sind nicht, äh, sind nicht die Quelle unserer Religion. Revelation. Ja. I'm saying. Yeah, it's not the wahi. Unserer Offenbarung. So our minds are not the sources for Islam. Also unsere Köpfe, unsere Gedanken sind nicht die Quelle des Islams. The religion of Allah Azza wa Jal and the sources are Allah said, the Messenger said. Die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala ist Allah sagt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. By the understanding of the Salaf of this Ummah. Mit dem Verständnis von den rechtschaffenden Vorfahren, also den Kompagnonen und den Freunden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. These are as-Salaf al-Salih, the companions, the Tabi'in, and Tib'ut Tabi'in. Dies sind die rechtschaffenden Vorfahren, also die Sahaba, die den Sahaba gefolgt haben und die den gefolgt haben. Die der nächsten Generation auch gefolgt haben. نعم أحسن. نعم تفضل. Go ahead. Na. Dann wird den Studierenden die anderen Säulen des Islams erläutert, nämlich das Gebet, die Pflichtabgabe, Fasten des Monats Ramadan, die Pilgerfahrt nach Mekka, wenn man sie sich leisten kann. نعم. These are the 5 pillars of Islam and you must memorize them, like you memorize your name. Dies sind die 5 Säulen des Islams und ihr müsst sie auswendig lernen, genauso wie ihr euren Namen auswendig könnt. So number 1, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Also die Nummer 1 ist die Shahada, dass es nichts und niemanden gibt außer Allah, dass es nichts und niemanden gibt, der in Wahrheit verehrt wird, außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. And number 2, as-salah. Nummer 2 ist das Gebet. Establishing as-salah. Das Gebet, establishing. Das Gebet etablieren. Number 3, az-zakah. Nummer 3 sind die Pflichtabgaben. Number 4, صوم رمضان. Nummer 4, das Fasten des Monats Ramadan. Number 5, Hajj. Nummer 5, die Pilgerfahrt nach Mekka. Only if you are capable physically and financially. Nur wenn es für dich möglich ist, physisch, also physikalisch oder finanziell. If you are not able physically or financially, there is no Hajj upon you. Wenn es dir nicht möglich ist, physikalisch oder finanziell, dann ist die Pilgerfahrt nach Mekka keine Obligation für dich. Unless if you are financially able and not physically able, you can pay someone else to make Hajj for you on your behalf. Außer wenn du nicht physikalisch möglich bist, dann kannst du jemand anderem das Geld dafür geben, dass er für dich die Pilgerfahrt nach Mekka vollbringt. If he has already made Hajj. Wenn er schon die Pilgerfahrt gemacht hat. And also if someone else without paying money is willing to do it. Und auch wenn irgendwer anders ohne Geld zu zahlen dafür die Pilgerfahrt für dich machen will. What about women? Was ist mit den Frauen? If they do not have a mahram. Wenn sie keinen Schützer haben. Is it obligatory for them to make Hajj? Ist die Pilgerfahrt für sie eine Obligation? No. Nein.
only if they have a mahram. If they do not have a mahram, they cannot perform Hajj, because Hajj needs traveling. Nur wenn sie einen Mahram haben, also ein Familienmitglied, also ein islamisch gesehenes Familienmitglied haben. And erwachsene auch. لابد أن يكون يعني he must be also يعني hit puberty, an adult. Und er muss auch ein Erwachsener sein. Also er hat schon die Pubertät durchgemacht oder er ist schon in der Pubertät. نعم. طيب. No. We have studied the pillars of La ilaha illallah and the conditions of La ilaha illallah. Wir haben nun die Säulen von La ilaha illallah gelernt und die Konditionen bzw. die Bedingungen gelernt. And we have learned the pillars of Islam. Und wir haben auch die Säulen des Islams gelernt. And now we take some benefits. Und jetzt teilen wir euch ein paar Vorteile mit. يعني beneficial information. We take points. يعني wichtige Punkte. Wichtige Punkte, genau. نعم. طيب. Number 1, Nummer 1, love for Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 1 ist die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. It is love from a created being to his creator. Es ist die Liebe von der Kreation zu dem Erschöpfer. This love is only dedicated to Allah Azza wa Jal. Diese Liebe ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot love anyone or anything else like the love of a created being to his creator. Wir können nichts mehr lieben als die Liebe von der Kreation zu dem Erschöpfer. If we do that, this is major shirk that gets one outside the fold of Islam. Wenn wir das machen, dann ist das der große Schirk, was jemanden vom Islam rausschmeißt. Even if it was to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Sogar wenn es zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gerichtet wurde. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not our creator. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht unser Erschöpfer ist. The Messenger sallallahu alaihi wasallam is a abd. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. أحسنت. Dina يعني worshipper. Yes? No. أحسنت. May Allah subhanahu wa ta'ala reward our translator Val. Amen. Because it is not right to say sklava. It's not right to say a slave. Es ist nicht korrekt, Sklave zu sagen. In regards to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. In Verbindung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. But you say Dina, worshipper. Sondern man sagt Diener oder Gesandter. Gezamta, yani worshipper. Dina is what? No. Diener ist Servant? Ja, servant. No. طيب, unser Bruder Val hat einen Fehler gemacht. لا. Ach, subhanallah. لا, das ist nicht richtig. Du kannst nicht Diener sagen. Du musst Worshipper sagen. Now, wie heißt das auf Deutsch? Worshipper? Worshipper, ich würde sagen Gesandter. Gesandter würde sagen. My German is not that good, so I don't know what a worshipper is. So if it is Gesandter, let's see. If everybody agrees, and you can translate. Another word could be Anbeter. Anbeter, maybe. Yeah. Nah, from Betung. So worship is anbeten, and Anbeter would be the one doing the worship. طيب. No. So, again,
the Messenger sallallahu alayhi wasallam is an Anbeter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Anbeter. Worshipper. Worshipper meaning Anbeter. Na, Or Gesandter, right? Gesandter is more like messenger. La. And we want a worshipper, someone who worships Allah Azza wa Jal. Wir wollen jemanden, der Allah anbetet. That's what Abd means. Das heißt Abd. Abd is of two meanings. Abd hat zwei Bedeutungen. As Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala said. Genauso wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, möge Allah gnädig auf ihn sein, sagte: عبد بمعنى معبد وعبد بمعنى عابد. A worshipper by the meaning that he is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first meaning. Die erste Bedeutung ist ein Anbeter, dass er die Kreation von Allah subhanahu wa ta'ala ist. So, man kann nicht Anbeter hier sagen. You cannot say that. So here it's his creation, you say. No, I said der Anbeter, so der Abd, is the creation, also die Kreation von Allah. So instead of saying Anbeter, you say Kreation. No. You understand? Also we have to understand one thing. We have to understand that there are two meanings for Abd. The first meaning is that he is created by Allah Azza wa Jal. So we cannot say worshipper because he is disbeliever. Like the atheist, for example. He is still Abd. But he's what? What is meant by Abd here is that he is created. The second type is the worshipper of Allah Azza wa Jal, meaning the believer. Is this understood, Akhival? No. Can you explain this in German? Also die erste Variante oder die erste Art von Diener, yes. Oder no, Diener ist Kreation. Die erste Art ist die Kreation von Allah. Genau. Und die zweite Art ist der Anbeter, also der Gläubige. The believers, the ones that worship Allah Azza wa Jal. Also die Gläubigen, die Allah anbeten. This is what Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala said. Und das ist, was Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, möge Allah gnädig auf ihn sein, sagte. So the Messenger sallallahu alayhi wasallam, also der Prophet sallallahu alayhi wasallam, as a abd, als Anbeter, he has achieved the highest form of worship to Allah Azza wa Jal. Hat die höchste Form von Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala erreicht. يعني reached, I believe. erreicht, no. reached. طيب. And so he is a worshipper that cannot be worshipped. Because he's a worshipper, he cannot be worshipped. Also weil ein Anbeter ist, kann nicht angebetet werden. And everything is abd in both meanings to Allah Azza wa Jal. Und alles oder jegliche Art von Kreation ist ein Anbeter. So they do not deserve any worship. Also sind sie es nicht würdig, angebetet zu werden. The only one worthy of worship is their creator. Der einzige, der es wert ist, angebetet zu werden, ist deren Erschöpfer. Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we have to memorize this very, very, very important rule. Deswegen müssen wir diese sehr, sehr wichtige Regel auswendig lernen. Any act of worship, if we dedicate it to other than Allah, is major shirk that gets someone outside the fold of Islam. Jegliche Art von gottesdienstlichen Taten oder Anbetung,
die dirigiert ist oder die zu allem anderen gerichtet wird, außer Allah, ist großer Schirk, der jemanden aus dem Islam rausschmeißt. So any act of worship is only dedicated to Allah Azza wa Jal. Also jegliche Art von gottesdienstlichen Taten wird nur zu Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein gerichtet. That's why love, which is from creation to his creator, is an act of worship and should only be dedicated to Allah Azza wa Jal. Deswegen ist die Liebe von der Kreation zum Schöpfer eine gottesdienstliche Tat, eine Art von Anbetung und sollte nur zu Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet werden. طيب. Is it obligatory to love Allah Azza wa Jal? Ist es eine Obligation, Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben? Absolutely, yes. Absolut. طيب. What if I love my wife, my mother, my daughter? Is that shirk? Was ist, wenn ich meine Mutter, meine Frau, meine Tochter liebe? Ist das Schirk? Absolutely not. Absolut nicht. This is natural love. Das ist naturale Liebe, natürliche Liebe. But we are talking about love from creation to his creator. Aber wir reden von der Liebe von der Kreation zu seinem Schöpfer. This type of love Diese Art von Liebe is only dedicated to Allah Azza wa Jal. ist nur zu Allah gerichtet, subhanahu wa ta'ala. And if we dedicate it to anybody else, it's major shirk that gets someone outside the fold of Islam because it's worship. Und wenn wir diese Art von Liebe zu zu etwas anderem richten, dann ist es der große Schirk, der jemand vom Islam rausschmeißt. And with the same criteria, Und mit der gleichen Kriterie is fear, hope, and making tawakkul, depending on Allah Azza wa Jal. ist die Angst, ist die Hoffnung und die Tawakkul. Und die Abhängigkeit an Allah subhanahu wa ta'ala. نعم, Abhängigkeit. I knew that. Imagine. No. طيب. So, if you fear someone like you fear Allah Azza wa Jal, this is major shirk. Wenn du vor jemanden Angst hast, so wie du vor Allah Angst hast, dann ist das großer Schirk. But if you see a lion and you are afraid and you run away, this is not shirk. You're smart. Aber wenn du einen Löwen siehst und du Angst vor ihm hast und wegrennst, dann ist es kein Schirk. Dann bist du intelligent. طيب. The same thing with having hope. Das Gleiche ist mit der Hoffnung. If you have hope in someone that he has some kind of hidden control of the universe to benefit or harm you, this is major shirk. Wenn du auf etwas Hoffnung hast, dass es, can you repeat that? That has hidden control over the universe. Hidden control. Also eine versteckte Kontrolle hat über das Universum und du dadurch Hilfe bekommen kannst, dann ist das großer Schirk. نعم. If it can help you, then this is major shirk. And like this, we understand what is major shirk and what is not major shirk. Und genau so verstehen wir, was großer Schirk ist und was kein Schirk ist. طيب. Na. And this concludes today's lesson, inshallah azza wa jal. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Und mit dem hören wir auf, inshallah. طيب. جزاكم الله خيرا يا أخي إقبال for the great وجزاك آمين. For the great translation. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله